Hallo und willkommen zu unserer Motorradtour in der Region zwischen Gardasee und Trient. Von Arco geht's zur Steinwüste von Dro am Castello di Trena vorbei ins Valle di Cavedine und anschließend um Del Monte Podone ins Etschtal. Von Calliano, nicht weit von Trient, findet sich eine herrliche Panoramastrecke in die Hochebene von Folgaria. Nach 2 Pässen erreichen wir das Forte Kerle, das im Gebirgskrieg eine Rolle spielte. Das letzte Teilstück führt uns an der Ostflanke des Monte Podone über den Passo Bordala und unzählige Serpentinen zurück nach Arco. Zu unserem ersten Ziel, der Steinwüste bei Dro, gelangen wir schon nach 10 Kilometern durch dieses wunderbare Valle del Sarca. Die Marocque di Dro geht auf einen riesigen Bergsturz vor rund 5000 Jahren zurück, der ca. 1 Kubikkilometer Gestein mit einer Mächtigkeit von 320 Metern ablagerte. Der in der Nähe liegende Lago di Cavedine entstand ebenfalls durch den erwähnten Bergsturz. Der 2,5 Kilometer lange See wird am Ostufer touristisch genutzt, während der andere Uferstreifen naturbelassen ist. Das weithin sichtbare Castello di Trena ist eine Höhenburgruine aus dem 12. Jahrhundert und blieb fast ununterbrochen im Besitz der adligen Familie aus Arco. Manchmal findet das Navi, trotz bester Planung, unerwartete Abkürzungen, die aber durchaus interessant sein können, so wie in diesem Fall. ...1000 Höhenmeter später haben wir am Startpunkt für Gleitschirme einen im Wortsinn überragenden Ausblick. Hier muss die Drohne nicht ausgepackt werden.
Super! Auf der Hochfläche angekommen, geht's Richtung Osten runter ins Etschtal. Überall begegnen uns die Zeugen der Vergangenheit. Diese Gebäude waren am Anfang des letzten Jahrhunderts eine Kaserne der österreichisch-ungarischen Truppen. Sollte sich jemand von euch über die Fahrbahnbeschriftungen gewundert haben, diese Strecke war Teil der 16. Etappe des Giro d'Italia 2023. Bis zu 15% Steigung machen nicht nur den Teilnehmern am Rennen zu schaffen, auch untermotorisierte Gefährte kommen hier an ihre Grenzen. Mit dem Rennrad hier hochzufahren, muss eine Tortur sein. Das Dörfchen mit dem schönen Namen Garnica Vecchia Superiore hat zwar nur wenige Einwohner, dafür aber einen gigantischen Ausblick. Der Ortsname Garnica Terme verweist auf heiße Quellen, die sind aber schon seit Jahren geschlossen. Stattdessen geht die Tendenz zu Heu- und Kräuterbädern, die von Touristen gerne angenommen werden. Für uns ist das noch keine Alternative. Eine wunderbare Strecke und kaum Verkehr. So lieben wir es. Bei Calliano im Etschtal biegen wir auf die Strada Statale 350 Richtung Folgaria ab. Uns erwartet jetzt wiederum ein Anstieg von über 1400 Metern, der auf einer kurvenreichen Strecke über Folgaria bis zum Passe Coe anhält. Durch dieses grüne, romantische Tal fließt der Rio Cavallo bis zur Etsch und erinnert dabei an einen tropischen Regenwald.
Im Tal verstecken sich hier und da kleine Dörfer wie Dietro-Beseno, denen man ihr Alter durchaus ansieht und die Ausgangspunkt zahlreicher Wanderrouten sind. Mezzomonto liegt, wie der Name schon sagt, tatsächlich auf halber Höhe zum nächstgrößeren Ort Folgaria. Der Passe Coe mit seinem kaum sichtbaren Scheitelpunkt ist ja nicht besonders spektakulär, aber liegt am Anfang einer ausgeprägten Hochebene. Wintersport ist hier genauso möglich wie zahlreiche sommerliche Aktivitäten. Diese Gegend war allerdings auch Schauplatz blutiger Kriegsgeschehen, die der Konflikt zwischen dem Königreich Italien und der österreichisch-ungarischen Monarchie auslöste. An der heutigen Grenze zwischen Venetien und dem Trentino standen sich vor über 100 Jahren feindliche Truppen gegenüber, was heute kaum noch nachvollziehbar ist. Wie umkämpft die Region war, erkennt man an den zahlreichen Befestigungen wie dem Forte Campo Molon, das man auf dem Wege links zu Fuß erreichen kann. Auf Wetteränderungen in alpinen Hochlagen muss man bekanntlich immer eingestellt sein und es sieht so aus, als würde es bald dazu kommen. Der plötzliche Nebel wirft der Landschaft ein weißes Tuch über und erzeugt eine seltsame Atmosphäre um uns herum. Auf der anderen Seite des Bergrückens hört der Spuk so schnell auf, wie er begonnen hat, und wir haben wieder freie Sicht. Im Sommer, wenn unten in den Tälern unerträgliche Hitze herrscht und der Motor unter dem Sattel glüht, ist es hier oben recht angenehm.
Unweit der Albergo Forte Kerle liegt die gleichnamige, ehemals österreichische Festung, die wir uns etwas ausführlicher anschauen wollen. Forte Kerle war eins von insgesamt 7 Sperrwerken Österreichs an der Grenze zu Italien. Im Jahre 1909 wurde mit der Bauplanung begonnen und 1913 erfolgte die Fertigstellung. Die Besatzung hatte eine Stärke von 3 Offizieren und 236 Mannschaften. Die Anlage war bereits in Betonbauweise ausgeführt und zum Teil in den gewachsenen Fels integriert. Die Decke war fast 3 Meter stark und mit Stahl bewehrt. Bewaffnet war das Fort mit 4 Turmhaubitzen und 4 Kasematkanonen sowie Maschinengewehren. Etwa 3400 Granaten wurden auf das Fort abgefeuert. Einschlagkrater sind noch heute in den Wiesen zu sehen. Das Fort verfeuerte über 20.000 Granaten vom Kaliber 10 cm auf die italienischen Linien. Die heute sichtbaren Zerstörungen entstanden während des Stahlembargos durch den Völkerbund gegen Italien. In den 1930er Jahren wurden die Panzerkuppeln zerlegt und der verbaute Stahl herausgesprengt. Dadurch brach der Kasematblock in sich zusammen und auch der Batterieblock ist völlig demoliert und nur noch ein Schutthaufen. Nach einem deftigen, aber köstlichen Essen in der empfehlenswerten Albergo machen wir uns wieder auf den Weg, der noch mehr für uns bereithalten wird. Auf dem Berg erkennt man die größte Befestigungsanlage der Region, das Castel Besino aus dem 12. Jahrhundert. Es überwachte vor allem das Etschtal, aber auch das Tal, in dem wir uns gerade bewegen. ...20 Kilometer südwestlich von Trient liegt Rovereto, dem wir noch einen kurzen Besuch abstatten wollen. Selbst kleine Provinzstädtchen haben überraschend viel zu bieten, ohne von den Touristenströmen überlaufen zu werden. Rovereto nennt sich selbst Stadt des Friedens, denn es war im Laufe der Jahrhunderte häufig von Kriegen betroffen. Der letzte Teil unserer Tour führt an der Ostseite des Monte Bondone über den Passo Bordala und hat landschaftlich einiges zu bieten.
Auf der Passhöhe finden sich viele Biker ein, um das schöne Wetter und das Leben bei einer Pause zu genießen. Ronzokienis liegt im Val di Cresta und hat sich seine bäuerliche Welt erhalten. Auf den Terrassenfeldern mit den typischen Steinmauern werden schon lange nur Bioprodukte angebaut. Freistehende Glockentürme, wie hier in San Felice, sind bereits vor der Renaissance in Mode gekommen, aber stellen für uns trotzdem eine Besonderheit dar. Es sind jetzt nur noch wenige Kilometer bis zu unserem Urlaubsort Arco und wir genießen sie. War das wieder ein toller Tag. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.